Hotels, Airbnbs oder ganz besondere Unterkünfte. In diesem Format checken wir sie alle und finden für euch heraus, ob sie ihr Geld am Ende wirklich wert sind. Merhaba. Rezervasyonumuz olacaktı. Angekommen im Hotel, wurden wir schon begrüßt hier. Ich bin K.O., Freunde. Die Fahrt hat 4 Stunden gedauert und wir sind jetzt angekommen. So, das ist der Eingangsbereich hier, Freunde. Wir müssen ein bisschen warten, weil hier noch andere Leute da sind. Aber die Aussicht ist mega. Was sagt ihr? Sehr schön, würde ich sagen, oder? Merhaba. Şöyle buyurun lütfen. Teşekkürler. Alkol içeceğimiz vişne, vanilya ve elma var içerisinde. Super, teşekkürler. So eine Frischungsgetränk haben wir noch bekommen. Auf jeden Fall schmeckt es sehr gut. Wir warten jetzt kurz, bis wir eingecheckt werden, weil es sind auch noch andere Gäste hier. Merhaba. Teşekkürler, iyi misiniz? Sorun değil. So, Freunde, während wir warten, machen wir jetzt eine Tour mit dem Buggy hier. Soll ich fahren? Gelip buraya oturabilir miyim? Tabii ki de lütfen. Tamam, sağ olun. İngilizce konuşabilir misin? Englisch'te aynen. Arkadaşlar anlar o zaman. Of course. So, Freunde, wir machen jetzt eine Tour, bis das Zimmer fertig wird. So, jetzt zeige ich euch das gesamte Resort sowie unseren Strand, den Pool und das Restaurant. Wie viele Restaurants haben Sie hier? Wir haben eigentlich 3 Restaurants, aber eines davon ist momentan noch geschlossen. Das Theo. Es ist unser Signature-Restaurant bei den Oku Hotels mit japanischer Fusion-Küche. Wir planen jedoch, es tatsächlich noch diese Woche zu eröffnen. Das Menü steht allerdings noch nicht ganz fest. Das andere ist das Tokima, das Hauptrestaurant des Oku Bodrum. Es bietet internationale und mediterrane Küche. Dort werden momentan das 3-Gänge-Abendessen, das Mittagessen und das Frühstück serviert. Dieser kleine Bungalow ist unsere Round Bar, gleich neben dem Strandbereich. Und hier ist der Strand. Wir haben keinen Sand. Der Zugang zum Strand ist von der Rückseite aus. Die Sonnenliegen funktionieren nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Man muss nicht im Voraus buchen. Die Round Bar hat tagsüber geöffnet. Wenn ihr Snacks oder Drinks möchtet, könnt ihr sie dort genießen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ihr in ganz Bodrum keinen vergleichbaren Sonnenuntergang finden werdet. Wir haben einen fantastischen Sonnenuntergang, so gegen 18 bis 19 Uhr. Alle unsere Zimmer liegen auf der rechten Seite, daher haben wir hier keine Zimmer mit Gartenblick. Insgesamt haben wir 58 Zimmer und alle sind zum Meer ausgerichtet. Und wann war die Eröffnung? Eigentlich am 5. Juni. Am 5. Juni? Okay. Es ist quasi ein neues Resort, sagen wir seit 2 Wochen. Hat erst vor 2 Wochen aufgemacht, das heißt, das wird ein ganz exklusives Video, weil ich denke, bisher hat noch niemand ein Review gemacht von diesem Hotel. Deshalb seid gespannt auf das Video. So, Freunde, jetzt werden wir zum Zimmer gefahren. Das ist auch cool. Das habe ich auch so noch nie erlebt. Richtig cool. Bisher, muss ich sagen, bin ich sehr beeindruckt. Schauen wir mal, wie das Zimmer ist. Ich bin sehr gespannt, wie es ausschaut. Jetzt machen wir mal den Roomcheck. Die Karte hier hin und dann können wir die Tür aufmachen. Sobald wir drinnen sind, haben wir hier auf der rechten Seite einen Spiegel und hinter uns hier zu unserer Linken ist das Badezimmer. Es ist ein offenes Konzept. Schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir kleine Handtücher, bisschen Amenities. Was sagt ihr zu diesem Material hier? Das schaut richtig schön aus. Und hier haben wir noch mehr Seife. Bodylotion. Ah ja, so haben wir hier zweimal Seife. Dann haben wir hier hinten noch Dental Kit, also Zahnbürsten. Und dann haben wir hier noch einen Spiegel. Das hier ist die Dusche. Sieht richtig schön aus. Eine Regendusche. Hier unten haben wir noch Handtücher. Also große Badetücher sind hier. Und dann hier ist das WC. Auch sehr schön. Also farblich wirklich sehr gut abgestimmt. Gefällt mir sehr gut. Dann schauen wir uns mal das Zimmer etwas näher an. Hier rechts haben wir noch ein Kimono. Die Dame, welche uns das Hotel gezeigt hat, hat gesagt, dass hier keine Bademäntel gibt, sondern im Hotel nur Kimonos. Dann haben wir hier noch eine schöne Tasche mit dem Branding hier. Auch sehr schön. Unsere Koffer wurden vorhin von den Mitarbeitern ins Zimmer gebracht. Auch sehr nett. Und so sieht das Zimmer jetzt mal hier aus. Wir machen hier links weiter. Hier haben wir unsere Kleiderschränke. Das ist so stoffartig. Auch sehr schön. Was haben wir hier drinnen? Unsere Rucksäcke sind schon da. Den zweiten Kimono haben wir auch da. Bügeleisen, Freunde. Das ist das Beste, was es gibt. Also ich freue mich sehr, dass wir wieder ein Bügeleisen haben. Hier hinten haben wir noch eine Yogamatte und hier noch weiter Stauraum und ein Haarföhn. Bin gespannt, von welcher Marke das ist. Hier Baby Bliss, kein Dyson oder sowas.
Ein paar Kleiderbügel haben wir hier auch und hier oben mehr Stauraum. Richtig schön dieser Stoff, muss ich sagen. Es ist ein bisschen transparent. Machen wir das mal zu und hier rechts gibt es die Minibar. Kaffee und Tee, das ist complimentary, hat sie gesagt, also ist kostenlos. Minibarpreise sind hier. Ich nehme mal an, das ist in Euro. Also für Wasser 6 und für Softdrinks 9 Euro. Teurer als im Mandarin Oriental. Dann haben wir hier unten das Minibar. Also ich muss sagen, die Auswahl ist top. Wir haben Red Bull, sogar Sugar-Free, türkische Bier, FS, Proteinriegel, also richtig gut. Wow, das habe ich bisher auch noch nie gesehen, dass es in einem Minibar im Hotel Proteinriegel gibt. Ich habe hier noch eine Schublade übersehen vorhin. Zwischen dem Minibar und diesen Kaffeesachen hier kann man hier das rausziehen und dann gibt es hier noch weitere Snacks. Dann geht's weiter hier, Freunde. Das ist für die Mücken. Was ist das? Room Service Karte. Ja, schauen wir weiter. Ja, so sieht das Bett aus. Sehr groß. Zu unserer Rechten haben wir dann hier nochmal Deko. Dann ein Welcome to Bodrum Karte. Also das ist eine Nachricht von dem Area General Manager. Dann haben wir hier noch ein paar Süßigkeiten. Sieht auch sehr lecker aus. Und hier ein Marshall-Lautsprecher habe ich gesehen, auch sehr schön. Dann noch eine Sitzgelegenheit hier. Und Freunde, kommen wir nun zum Highlight. Schauen wir uns mal das etwas näher an. Und dann schieben wir hier. Hier haben wir 2 Sitzmöglichkeiten und die Aussicht ist einfach atemberaubend, Freunde. Die Dame hat gesagt, dass man von hier aus den besten Sonnenuntergang in Bodrum hat. Ich bin gespannt, wie es heute ausschauen wird. Ich werde es auf jeden Fall versuchen aufzunehmen, ob der Sonnenuntergang wirklich so gut aussieht. Bisher bin ich sehr positiv beeindruckt vom Hotel. Alles sieht top aus. Die Einrichtung ist wirklich sehr schön. Das Konzept, das Design, es gefällt mir sehr gut. Das Hotel hat noch Restaurants, Fitness, Poolbereich. Ich werde euch versuchen, immer mitzunehmen und euch wirklich alles zu zeigen. Das heißt, für jetzt machen wir mal hier einen Break. Ich muss mich ein bisschen erholen, weil die Fahrt von Veludeniz her waren 4 Stunden. Ich bin ein bisschen müde und ja, danach geht's weiter. Jetzt geht's für uns runter an den Strand bzw. an den Poolbereich. Wir checken mal die Lage dort unten ab, wie es aussieht. Hier haben wir nun den Poolbereich. Handtücher habe ich jetzt keine mitgenommen. Mal schauen, wo wir das bekommen. Vielleicht hier vorne links. Und so sieht der Poolbereich mal hier aus. Ich glaube, Handtücher kann man hier einfach frei entnehmen. Das hier ist, Freunde, der Poolbereich. Unser Zimmer ist irgendwo hier oben. Hier unten gibt es noch ein Resto. Und hier unten haben wir noch den Beachbereich. Kein Sandstrand, aber ich glaube, wir gehen mal runter. Das ist der Weg jetzt runter zum Beach. Ich muss sagen, man muss schon ein Stückchen laufen, aber ich glaube, wenn man hier jemand mit dem Buggy anfordert, dass sie auch kommen und die Leute runterfahren, aber wir sind ja nicht faul, wir sind hier im Urlaub und ein bisschen Sport gehört auch dazu. Schauen wir mal, wie das hier ausschaut. So sieht das hier aus. Hier unten kann man liegen. Das Wasser ganz klar, sehr schön. Und hier hinten gibt es auch noch Liegebereiche und da hinten ist wahrscheinlich auch noch eine Bar. Hier läuft auch Musik. Alles top. Schaut wirklich sehr schön aus. Und es ist auch alles sehr neu, muss ich sagen, weil das Hotel wurde erst im Juni, also vor 2-3 Wochen eröffnet. Deshalb auch noch ganz schön hier und das ist hier der Ausblick. Wir haben jetzt die Speisekarte bekommen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben hier die Starters, fangen so ab 20 Euro an. Also die Preise sind hier in Euro angegeben, nicht in türkische Lira. Und schauen wir mal die Salate an. Ein Caesar Salad mit Chicken kostet hier 30 Euro, was ich sehr, sehr viel finde für einen Salat. Die Mains sind auch relativ teuer. Schauen wir mal schnell die Getränkekarte an, was es da gibt. Die Cocktails fangen so bei 25 Euro an, also sie kosten alle 25 Euro, fangen nicht bei 25 an. Nicht alkoholische bei 12 und Bier kostet um die 15 Euro herum und Wein auch relativ teuer. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar Fruchtsäfte und Smoothies, die kosten auch so um die 12 Euro. Checken wir mal das Wasser ab. Ja, eine angenehme Kühlung. Au, hat mein Fuß geschlagen, hier sind überall Steine. Und ein bisschen Fußcontent darf nicht fehlen. Ich habe mich im Wasser gerade verletzt, weil es so steinig war. Aber der Mitarbeiter war sehr aufmerksam. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich blute. Ich habe es nicht mal gemerkt. Hat gleich gefragt, ob er eine Schwester rufen soll und so. Also wirklich sehr, sehr nett und aufmerksam. Wir haben jetzt hier ein Chicken Katsu Sandwich bestellt. So sieht das Ganze hier aus. Diese wunderbare Portion kostet uns 28 Euro. Und als Getränke haben wir dann nochmal ein Fanta und ein Eislatte. Wir sind gerade vom Strand ins Zimmer gekommen und man
hat uns hier eine Kleinigkeit vorbeigebracht. Wir schauen jetzt mal rein, was es ist. Welcome to Bodrum steht hier. Und schauen rein, was wir bekommen haben. Einmal eine Obstkappe und hier drinnen, das ist glaube ich eine Beach-Tasche, oder? Zweimal das gleiche. Richtig cool. Sehr nett vom Hotelteam, muss ich sagen. Kurzer Einschub hier. Ich habe mir überlegt, ob ich drauf eingehen soll oder nicht, aber ich möchte es nicht unkommentiert lassen. Deshalb hier nun die Gelegenheit. Wir haben diese Pakete bekommen, denn als wir eingecheckt haben in das Zimmer, hat es im WC noch ein paar Bremsspuren vom Vorgast gegeben und das haben wir gemeldet. Sowas kann passieren, es ist menschlich. Sie haben sich entschuldigt und uns diese 2 Pakete eben zukommen lassen. Das war auf jeden Fall eine sehr nette Geste. Wir sind gerade vom Stadt wieder zurück ins Hotel gekommen und unser Bett wurde hier schon gerichtet. Man hat unsere Badetücher erneuert und hier gibt es auch noch ein Keks oder sowas ähnliches wurde hier platziert. Genau, also schöne Geste auf jeden Fall. Morgen schauen wir uns dann das Hotel etwas näher an. Das heißt für heute gute Nacht. Guten Morgen, meine Freunde. Der nächste Tag ist angebrochen und wir gehen jetzt frühstücken. Wir checken mal das Frühstücksbuffet ab. Wir sind jetzt in einem der Restaurants und hier haben wir ein Frühstücksbuffet. Hier haben wir ein paar Obst. Sieht sehr gesund aus, muss ich sagen. Und hier weiter vorne geht es dann zu den Marmeladen. Es gibt sehr viele verschiedene Arten. Nüsse gibt es auch hier jede Menge. Cornflakes müsste das hier sein. Und hier hinten haben wir dann noch süße Sachen. Sieht richtig lecker aus. Kleine Croissants, Kuchen und hier noch mehr kleine Snacks. Sieht alles sehr gut aus. Schauen wir mal, was sie hier sonst noch so haben. Ach, hier vorne sehe ich, gibt es noch ein Buffet. Schauen wir mal, hier gibt es noch warme Speisen wie Potatoes, Halloumi, English Beans. Sehr viele verschiedene Arten von Oliven. Wir haben hier noch Butter und Honig und hier noch weitere Fleischsorten und Käse kommt auch noch hier. Frühstücksbuffet sieht schon mal gut aus. Ich habe mir jetzt eine Kleinigkeit geholt und dann haben wir hier noch eine Karte bekommen. Man kann hier also à la carte auch noch Omelette und sowas bestellen. Ich glaube, wir gehen einmal für hier Poached Egg with Avocado und einmal Waffel. Es hat kein Waffel gegeben, deshalb habe ich jetzt hier Pancakes bekommen und hier einmal ein Avocado Brot mit Ei. Das Frühstück war top, es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Die Stimmung war auch sehr super, muss ich sagen. Also im Hintergrund so leichte Musik. Das ist genau dieses so easy morning, langsam in den Tag starten Feeling gewesen. War richtig cool und jetzt bin ich schon im Gym, werde mir das anschauen. Nehme euch jetzt da auch mit und schauen wir mal, wie es ausgestattet ist. Ja, wenn man hier drinnen ist, gibt es hier mal einen Cardio-Bereich. Sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Moderne Geräte. Wenn man hier weitergeht, gibt es hier ein Yoga den Bereich und ja, das Design vom Fitness finde ich sehr schön. Alles sehr minimalistisch, sehr clean gehalten. Hier kann man sich Getränke nehmen oder Obst. Hier hinten gibt es das Spa-Bereich, werden wir auch noch anschauen und man kann hier auch ein paar Handtücher nehmen. Was sagt ihr zu dieser Aussicht, Freunde? Sieht es nicht schön aus? Das Gym ist hier in solche Bereiche aufgeteilt. Also hier gibt es einen Bereich, hier vorne und da hinten und ebenso wie hier und hier hinten. In diesem Bereich hier haben wir hier so ein Multifunktionsgerät und hier haben wir 2 Bänke und einen Hantelbereich. Maximal bis 22 Kilo finde ich jetzt nicht relativ viel. Hier hinten haben wir dann noch mehr Cardio-Geräte und hier haben wir auch ein paar Cardio-Geräte, Laufbahn und wieder sowas. Man sieht, dass das Gym noch nicht vollständig fertig ist, weil hier liegen sehr viele Werkzeuge herum. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es etwas schwierig, weil hier hängt auch ein Licht herunter, wie ihr seht. Muss nicht sein, da die Hoteleröffnung schon Anfang Juni war und wir schon Mitte, Ende Juni sind. Deshalb finde ich das etwas problematisch, muss ich sagen. Ihr habt schon aufgemacht mit Anfang Juni. Dann sollte ich als Gast das nicht zu sehen bekommen. Deshalb finde ich das etwas unschön. An sich finde ich das Gym sehr schön vom Design her. Ich hätte mir gewünscht, dass das Gym nicht so minimalistisch gehalten wird wie der Rest vom Hotel, weil es gibt kaum gescheite Sachen zum Trainieren. Es gibt einmal diese Multifunktionsmaschine und hier ein paar Hanteln. Alles andere ist sonst nur Cardio-Geräte. Ich hätte mir mehr Maschinen gewünscht, muss ich sagen. Schauen wir uns schnell das Spa-Bereich an. Hier ist niemand, deshalb darf ich hier schnell filmen.
Hier geht's zum Spa-Bereich. Man kann hier liegen, sich entspannen und hat dann hier so einen wundervollen Ausblick raus zur Poolanlage. Hier schaut alles top aus. Schauen wir weiter. Hier haben wir einmal eine Sauna. Hier rechts ein türkisches Bad. Hammam heißt das. Wir können hier mal einen Blick reinwerfen. Das schaut so aus. Und die Sauna auch. Schaut auch sehr schön aus. Hier haben wir noch Duschen und das müsste ein Dampfbad sein. Weiter vorne rechts hier, wo ich hergekommen bin, gibt es da noch Massageräume. Da kann man sich auch irgendwelche Sachen buchen, wenn man sich Massage machen lassen möchte oder so. Ich werde kurz das Sauna benutzen und das türkische Bad. Hier gibt es noch einen Umkleideraum. Da kann man sich dann umziehen. Es gibt auch eine Dusche, habe ich gesehen. Also es scheint, dass das hier noch nicht so funktioniert zum Aufmachen, weil er hat daran gezogen, um das aufzumachen. Wie soll man das dann aufbekommen? Mit dem Nagel so. Das Gym war ganz okay. Spa hat auch echt gut getan. Also das türkische Bad, Sauna und das Dampfbad waren richtig cool. Hat auch alles tiptop funktioniert. Und jetzt checken wir mal die Poolanlage hier ab. Aktuell, wie gesagt, nicht sehr viel los, da wir noch im Vorsaison sind. Auch generell das Hotel nicht viele Besucher hat. Das Frühstück und so war auch sehr angenehm. Es waren sehr wenig Leute. Man sieht andere Gäste nicht so viel, habe ich das Gefühl. Hier unten sind eben die Strandbereiche, wo wir gestern waren und heute verbringen wir den Tag dann hier und so sieht das hier oben aus. Hier ist eben das Fitness, wo ich vorhin war. Wir schauen jetzt mal darauf, was es da gibt. So, hier rauf und nein, tatsächlich, hier kommt man auch nicht drauf. Ich habe den Eingang gefunden, das war ein kleiner Umweg hier. Aber ich glaube, dieser Restaurant hat noch nicht geöffnet, wenn ich mich richtig erinnere. Es wurde nämlich gesagt, dass ein Restaurant noch nicht offen hat, da hier oben auch noch die Lichter und so alle fehlen. Wenn das geöffnet hat, sieht das wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Auch die Möbel und so schauen sehr schön aus und mit diesem Ausblick hier sieht richtig top aus. So Freunde, wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, ein exklusives Zimmer anzuschauen. Wenn wir hier reingehen, ihr seht schon, man hat hier auf der linken Seite die Schränke, man kann hier seine Sachen verstauen. Das Besondere an diesem Zimmer, man hat hier noch einen geteilten Wohnbereich, hier hat man noch eine Minibar und so und auf der rechten Seite hier ein getrennter Schlafbereich, was sehr schön ist. Auch die Aussicht ist mega. Hier hat man noch mehr Stauraum, gehen wir mal rein und hier gibt es sogar 2 getrennte Waschbecken, mega schön und zu meiner Linken hier eine Regendusche, mega nice und hier noch das WC. Definitiv größer als unser Zimmer. Wir haben ja das Klassikzimmer gebucht und dieses Zimmer hier hat sogar, das zeige ich euch jetzt, das ist das Besondere an diesem Zimmer, hier draußen hat dieses Zimmer einen eigenen Pool und einen eigenen Liegebereich. Was sagt ihr zu diesem Zimmer, Leute? Ist das nicht wunderschön? Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Das Hotel bietet hier auch verschiedene Aktivitäten an. Heute haben wir uns für eine Yoga-Klasse angemeldet. Wir gehen gerade dahin und werden jetzt Yoga machen. Helikopter, Helikopter! Die Yoga-Session ist vorbei. Es war Hammer, muss ich sagen. Ich wünschte, jeder Montagmorgen könnte es so anfangen. Die Yogalehrerin war auch mega nett, mega lieb. Also Top-Erfahrung. Wenn ihr in diesem Hotel seid, auf jeden Fall diese Aktivitäten machen. Kostet nichts, es ist kostenlos. Ihr startet mega entspannt dann in den Tag. Kommen wir nun zum Fazit. Das Design und die Architektur des Hotels haben mir unheimlich gut gefallen. Alle Mitarbeiter waren sehr aufmerksam und freundlich. Hier ein ganz großes Lob an die Guest Experience Managerin. Ich bin mir sicher, dass man die volle Schönheit der Anlage erst in ein paar Jahren sehen wird. Wenn die Palmen und Pflanzen erst einmal ausgewachsen sind, wird sich alles wunderschön in das Gelände einfügen. Das Zimmer selbst ist wunderschön, das Design perfekt aufeinander abgestimmt. Das hat mir richtig gut gefallen. Allerdings muss ich die Sauberkeit etwas bemängeln. Neben dem Fauxpas eine Toilette war leider auch der Boden ziemlich staubig. Die Pool- und Strandanlage ist sehr schön gestaltet und die Liegen sind super bequem. Einziger echter Minuspunkt hier, die Preise vor Ort sind absolut absurd und meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt. Das Frühstück dagegen war absolut top. Eine tolle Auswahl und à la carte so viel man wollte. Beim Gym muss das Hotel definitiv noch einmal nachbessern. Da fehlt ein klares Konzept. Es gibt zu wenige Maschinen und offene Baustellen im Fitnessbereich, die man als Gast einfach nicht sehen sollte. Der Spa ist optisch schön, aber noch nicht zu Ende gedacht. Es fehlen Details wie
Handtuchhalter beim Duschen oder eine Wasserstation. Das Oku Bodrum hat auf jeden Fall riesiges Potenzial, sich zu einer der Top-Locations in Bodrum zu entwickeln. Aktuell wird einiges noch wie eine Baustelle und die Serviceprozesse sitzen verständlicherweise noch nicht zu 100%. Ich bin mir aber sicher, dass sich das Ganze bald einpendeln wird, sobald sich die Routine etabliert hat. Und nun zum Preis. Wir haben rund 645 € pro Nacht bezahlt. Wenn man bedenkt, dass das Hotel teilweise noch eine Baustelle ist, noch nicht alle Restaurants geöffnet haben und sich der 5-Sterne-Service erst noch einspielen muss, fand ich den Preis aktuell einfach zu hoch eingesetzt. So Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Was sagt ihr zum Hotel? Hat es euch gefallen? Würdet ihr diesen Preis pro Nacht bezahlen? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich, ein paar Beiträge von euch zu lesen. Und dann sehen wir uns ganz bald beim nächsten Video.